Hallo meine Zuschauer. Einige haben gefragt, was ist denn jetzt mit Cannabis los in Thailand? Das ist ja hier legalisiert seit letzten Jahres. Und ich bin jetzt in einem der vielen, vielen Shops hier auf Koh Samui. Man kann sagen, alle 500 Meter hat man einen Shop, wo man Cannabis erwerben kann. Und wir sind jetzt hier in einem, muss ich sagen, ich bin sehr überrascht, wie angenehm das hier gestaltet ist. Es sind also einzelne Kabinen sind denn da kann man auch Fernsehen gucken, TV, und hier kann man sich schön hinsetzen. Und ich habe gerade mit dem Besitzer gesprochen und ist bereit, mal zu erzählen, was mit dem Cannabis verbunden ist. Ich weiß ja, in Deutschland ist es noch verboten, aber hier gibt es auch schon Regeln. Aber das werden wir jetzt gleich von dem Besitzer hören. Ja, das ist der Inhaber, das ist Jimmy. Hallo Jimmy. Hallo. Er war sofort bereit, also diesbezüglich ein Interview zu geben. Wann ist das legalisiert worden? When it's okay to buy this in Thailand? On the June 9th, they decriminalized the cannabis. Okay. And who can buy this? Everyone? Anyone over the age of 20 and not pregnant or breastfeeding. Also jeder kann das kaufen, wenn er über 20 ist, nicht not pregnant, also nicht schwanger ist, und er hat keine Probleme mit der Brust, wenn ich es richtig verstanden habe. Sonst sind da keine Einschränkungen? No limits anymore? No, you can buy as much as you want or carry as much as you want. Yes, here, but in Thailand. In Thailand, yes. Ist nicht für go back to Germany with a whole pocket mit Cannabis. Also da müsst ihr also gucken, dass ihr die Taschen denn sauber habt. In Deutschland ist es ja weiterhin verboten. You show me here a kind of different cannabis. Yes. Er hat also jetzt hier das mal aufgestellt, welche Unterschiede es da gibt. Can you explain? Yeah, so we have like the less strong cannabis starting over here, and as we go down the line is a more strong, and the price also increase as it get more strong. Strong, what means I'm more dizzy or? More effects, yeah. So the effects can range from person to person and also from cannabis plant to cannabis plant. So you can feel more energetic or more relaxed, more sleepy, things like this. Uh-huh. I hear also for medical things you can use it? Yeah, so it can help with a lot of different diseases, like help fight cancers and... Also bei Krebs? Yeah. Muss Jem auch sowas kriegen? My dog have maybe cancer. Yeah. Can help with the pets too. Certain cannabis plant do not have the psychoactive effect, so it just help with the body. So you can take it like a medication where you don't have any side effect, just better for your health. When you sell it, you give also the information how you can make it, how much of. Yeah, definitely. So we can help explain to people how much is a good dosage of the cannabis, and if they're starting the first time, maybe they want the less strength, or for the experienced user or medical user, they'll need the more high strength one and maybe higher dosage. Also er sagt gerade, also da wird nicht so ohne weiteres verkauft, ohne Informationen. Also er gibt sehr wohl die Information, was jetzt für den Kunden am besten ist. Und das ist hier jetzt, wie er da zeigt, der Einstieg, bis diejenigen, die am meisten vertragen können. Ich glaube, das ist genauso wie mit Bier und Alkohol, mehr Promille. I see it looks like different, all of them. Is it so? Yeah, so they're all different breeds of the cannabis plant. So there's thousands and thousands of breeds in the world. So each shop can have their own specific ones. How can I take it in me? Ich bin kein Raucher, I'm not a smoker. Right. So right now, the cannabis edibles and things like this, the cookies and the cakes, this is illegal still in Thailand. They have not fully legalized this one. Again,
Cookies not legal? Not legal, accepted, but not legal. Habt ihr das verstanden? Also wenn er nach hier kommt und ihr könnt hier in Chaweng, I know in Chaweng, Green Mango, the opposite is some seller, da kann man also Cookies kaufen. Das ist also in der Grauzone, sagt man in Deutsch. Why? Wieso? They have not made the rules about it yet. They just say you cannot have this percentage in a food yet. They want to make some specific rule about it, but they need to talking more about it. Ach, das ist, how much is inside? Exactly, yeah. Ja, also dann muss man also aufpassen bei den Keksen. Der Wirkstoff Cannabis kann in verschiedenen Stärken drin sein. Und das kann dann auch sein, dass er vielleicht nicht sauber gearbeitet hat oder von sich aus zu viel reingetan hat und dann haut das einen um und dann ist das nachher ein starkes Mittel. Daher kann man jetzt also schon sagen, man soll in einen Shop reingehen, wo man auch diesbezüglich die Information bekommt. I say, when I repeat, is it better you go in a good shop like this here and you become the information what you can take, Yes. and not on the street and you don't know what is inside. Exactly, yeah. That's the problem with the cookie especially, you never know how much inside. So can have very strong and then have a negative effect for you, maybe you do not enjoy. Yeah, I'm a starter. What you offer me? So we would offer the least strong one. So this one contains some CBD as well, which is a natural health product for the body. So it will make the feeling less strong, but you just feeling very relaxed. And you can still think clearly, you don't feel headache or like you're in space or something like this. Mm-hmm. You just feel slightly relaxed, almost like having 1 or 2 beer. Very similar like this. Also, how much you have to take of them? This one we would, if you're very first time, maybe 1 or 2 small puff of the joint. I not puff. I'm not smoking. So if you're not smoking, you can vaporizing. What is this? They have some special device, like this, for make it smoke, but not strong the smoke. It's just cooking the cannabis, and it not burning it. Okay. So when you burn it is when you get the harsh from smoking, Also die haben hier jetzt so eine Maschine, will ich nicht sagen, das ist wie ein Toaster. Und da wird das reingetan, das Cannabis, und dann wird das verdampft, wenn ich es so richtig verstanden habe. Und die Dämpfe, die atmet man dann eben halt ein, im Endeffekt genauso wie bei einer Zigarette. Und I think that is also that here are the whole table. You stay this on the table and you can so this one, that turns like into a balloon. So this filling with the cannabis vapor, and then you can sitting wherever to enjoy this one. So the machine will staying up here and can use this wherever. Yeah. Denn das war also ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt jeder so ein Toaster hier auf den Tisch. Only one. You take it in this bag. Yeah. What come out and you can breathe it in. Yes. Also man kriegt eine Tüte. Okay. Yeah, we only have the one machine because very high the price, around €400. So. Oh. Very expensive. Okay. And mich interessiert natürlich jetzt auch, wie ist die Wirkungszeit? How long it need that I feel the same as when I drink a beer or Hong Tong or what you can buy here in 7-Eleven. How long it need that I feel some? To feel something, maybe 5 minutes. 5 minutes? Yeah. In about 5 minutes you will start to feel the effect, and the effect can last from 1 hour to more than 4 hours, depending on how much you consume. It's a pen of them here. Yeah, on the strength and how much you take. Okay. Ja, das heißt natürlich auch, man darf nicht mehr am offiziellen Straßenverkehr teilnehmen. I say it's not allowed to drive your car or your bike. It's the same as when you drink alcohol. Yeah, they need to make this law, Aha.
And what is the price of them? So our pricing starting around 400 baht. 400 Baht. Blende ich jetzt gleich mal hier unten ein, wie viel das in Euro ist. And then for the strong end, we're at the 700 baht. 700. Is that for 400 Baht, this? It's one gram, the cannabis. So this one about half a gram of cannabis, so double this amount. Again, how much is for this here? For this amount, around 200 baht. Das ist für 200. So, hier können wir mal gucken. Das ist für 200 Baht. 200 Baht, das sind etwa 5,50 Euro ungefähr. Und how long you can use it? So for first-time user, around this amount, you can feeling the effect for 1 to 2 hours. Okay. This can make one small cigarette, you know? Für Zigarette. Yeah. We say cookies you can buy. I saw also some, he did it in sausages to eat. Yeah. It's also, and what kind of more of them? It's in the market, or you have it, you offer this here? So we don't offer it just because of the legality of this one, but for eating, many shops offer right now. It's just not made in the law of cannabis in Thailand yet, so have to be careful with this one. Okay. Habe da mitbekommen, also das ist jetzt hier ein Shop, der legal ist. You need a license for this? Yeah, so you apply for a license from the health government. Okay. Und die anderen, also bei Lebensmitteln, wenn es da reingetan wird, also Cookies, also Kekse zum Beispiel, und wir wollen jetzt gleich auch nochmal zum Volker gehen, den Metzger, den kennt ihr, der bietet nämlich Würstchen an und das ist dann schon in einer Grauzone, weil da nicht alles hundertprozentig eingehalten wird. You have something more information for this, for my viewer? Yeah, definitely. I think for the new user of the cannabis, it's important to know how strong the cannabis you're buying is. So only go to trusted legal shops to buying your cannabis, and they will give you all the information you need about consuming it, where to start, and help you learn more about the plant. Ja, hier eine kurze Information. Dieser Shop hier, wenn ihr von Menam, wenn ihr also hier auf Samui seid, von Menam Richtung Nathon, da kommt ja der Stadtbereich Bantai. Da ist er genau gegenüber von der ersten Tankstelle auf der linken Seite. Super cheap ist hier nebenan und da ist dieser Shop. Und ihr würdet ihm bestimmt auch eine Freude bereiten, wenn ihr nach hier kommen würdet, um hier was zu konsumieren oder beziehungsweise zu kaufen. Ja. I like it because it's a real good service, yeah, and legal. Now I have a good feeling for this, but I'm scared to test this. Okay, that was, thank you. No problem. Ich sagte ja gerade schon, der Volker verkauft auch sowas, aber an Wiener Würstchen. Den werden wir jetzt auch gleich mal interviewen, was er da an Cannabis hat. Und wie die Preise da sind. Ansonsten muss ich sagen, hat das einen sehr seriösen Eindruck gemacht. Ich sehe jetzt auch Spiele, also das ist hier zum Relaxen richtig. Ja, um das Cannabis zu konsumieren und zu genießen. Hier ist also eine Räumlichkeit, wo man dann also auch mehrere Stunden sich aufhalten kann. Wie ich schon gesagt habe, am Straßenverkehr darf man nicht teilnehmen, auf keinen Fall, egal ob es Roller oder Auto ist. Und hier hat man wirklich, ich bin noch immer überrascht darüber, wie schön es ist hier mit Sofa, mit Fernseher, kann man also Cannabis hier genießen. Was ich sehr schön finde ist, es kommt also aus der Schmutzecke, sage ich mal, der Kriminalität raus. Und hier wird die Dosierung auch vernünftig gemacht und nicht unter der Hand kauft man irgendetwas an der Straße. Im Endeffekt weiß man gar nicht, was das ist. Also daher, ich mache da keine Bewertung drüber, weil das ja jetzt in Deutschland noch immer verboten ist. Aber ich finde, wenn manche Dinge aus der Kriminalität rausgenommen werden, dann hat man
eigentlich eine bessere Kontrolle darüber, weil dann die freie Marktwirtschaft dann regiert, Preis und dann auch, ob das seriös ist, das Ganze. So, das soll es jetzt gewesen sein. Wie gesagt, wir gehen jetzt gleich nochmal zum Volker. Vielleicht kommt jetzt noch ein Anschluss und wir sehen ein Wiener Würstchen mit Cannabis. Ich stehe jetzt hier an der Metzgerei vom Volker im Menam. Da habe ich ja schon mal ein paar Mal einen Film drüber gemacht, kann ich hier oben nochmal verlinken. Daran könnt ihr das erkennen, an den Menschen. Ist ein deutscher Fahne, obendrauf hat er auch eine deutsche Fahne. Und jetzt gehen wir mal rein. Ich weiß nämlich, dass er Wiener Würstchen verkauft mit Cannabis. Wie ich gehört habe, ist der Volker jetzt gerade nicht da. Da ist die Käthe ist hier. Da sind die Würstchen. Die kann man hier in 5er-Paket, 2, 4, 5, ein 5er-Paket oder auch einzeln kaufen. 200 Baht kostet eine Wurst. Wie wir ja gerade gehört haben, ist das noch eine Grauzone, weil noch von Gesetzgeber noch nicht festgelegt worden ist, wie viel darf jetzt da drin. Da ist jetzt also der graue Markt ist da und jeder kann jetzt was machen mit Cannabis, wie er es gerne möchte. Ich würde jetzt mal ein Würstchen mitnehmen und dann mal einen Selbsttest machen und ich würde dann ja, wahrscheinlich morgen euch dann berichten, wie das denn gewesen ist. Ja, hallo liebe Zuschauer, wie versprochen habe ich den Selbsttest gestern gemacht. Ich habe den nur gemacht, die Wippert, also die Freundin von Stefan, die habe ich da rausgenommen, die hat den nicht gemacht. Ich habe die kleine Wurst selber zur Hälfte konsumiert. Hatte gestern noch ein interessantes Gespräch mit einem Freund, der auch als Erstkonsument mit Cannabis zusammengekommen ist. Der hatte aber ja, eine negative Erfahrung gemacht damit. Der hat also so einen Keks sich gekauft, beziehungsweise 2 in verschiedenen Größen. Der hat also keine großartigen Informationen darüber bekommen. Und der hat den ersten konsumiert und nach 2 Stunden hat er gar nichts gemerkt und hat dann also auch gedacht, er wäre ein Fake gewesen. Man hat ihm also das Geld aus der Tasche gezogen. Daraufhin hat er den zweiten zu sich genommen. Ja, und nach 2,5, sagt er, so 2,5, 3 Stunden fing das Ganze an. Also so ein Ziehen von hinten rum, hier im Nackenbereich, Schwindelgefühl. Also der Körper wurde damit beaufschlagt durch dieses Halluzinogen oder wie es heißt, also dass man also ein bisschen daneben ist. Viel intensiver als bei Alkohol. Er war froh, dass er im Endeffekt auf dem Bett gelandet ist und hat sich da festgehalten. Und er sagte, und das hatte ich auch bei meinem Test, wenn er die Augen zumachte, war dann unwahrscheinliches Kopfkino, was nur 1 Sekunde, 2 Sekunden angehalten hat und wirre Bildbeiträge wie Filme jagten durch das Gehirn, aber mit einer super Qualität, wie er sagte, nichts Verwischtes, sondern als ob es real wäre. Und das hat also 4 oder 5 Stunden angehalten. Er war also froh, wie das vorbei war. Ich will jetzt nicht sagen, Cannabis ist jetzt schlecht. Es kommt also sehr stark auf die Dosierung an und dass man jemanden an seiner Seite hat, der Erfahrung damit hat. Man sollte es also nicht im Selbstversuch machen. Ich habe es ja auch jetzt probiert. Ich habe auch dieses Ziehen gehabt. Mein Körper wurde beaufschlagt von nicht Schmerzen waren das, aber unangenehme Gefühle waren das. Also nicht, ganz anders, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Bier oder ein Whisky trinkt, dann bekommt man ein bisschen gutes Gefühl im Kopf und so. Ganz anders. Hier wird der ganze Körper beaufschlagt und das mag ich einfach nicht. Dazu mit der Reaktionszeit, das war also auch mit dem Wiener Würstchen. Ich habe also gerade die Hälfte davon gegessen. Das hat also 1,5 Stunden gut gedauert, bevor ich da was gemerkt habe. Wenn ich nicht mit meinem Freund darüber gesprochen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich die ganze Wurst gegessen, weil ich gedacht habe, also Volker, da hast du gar nichts reingetan, hast nur Geld kassiert. Nein, also die Reaktionszeit, sagte ja auch derjenige hier in den Cannabis-Shop, kann so lange dauern. Nur wenn man es also inhaliert, dann geht es sehr schnell in die Blutbahn.
Also, Resümee ist eigentlich, für mich ist es nichts. Dann trinke ich lieber ein Hong Tong hier oder Bier. Ich finde, da habe ich das eher unter Kontrolle. In so einem Shop zu gehen, ist eine andere Sache. Da habe ich keine Lust zu. Ich möchte auch hier auf meiner Terrasse in Ruhe dann sitzen. Und dann trinke ich lieber einen Whisky mit Cola. Mit dem Bewusstsein, ja, wenn ich zu viel trinke, dass ich da ein bisschen ja, lockerer werde. Cannabis ist also nicht auf meiner Liste, was ich jetzt angehe. Und ich glaube, die meisten würden auch reagieren und sagen, okay, ich probiere es mal, ist nichts für mich. Und daher hat das ja keinen Nährboden jetzt. Also, dass jetzt die Leute hier alle torkeln durch die Gegend laufen, habe ich also keinen einzigen gesehen. Vielleicht in einzelnen Bars, wo das konsumiert wird, damit belästigt wird von dem Qualm, der ja markant sein soll. Ich fand es nichts. Für mich ist es also nichts. Ne. Mal probiert, fertig, abgehakt. Genauso wie Rauchen, finde ich auch nicht toll. Daher rauche ich auch gar nicht. Aber hier mit meinen Freunden, hier unten in eine Barbecue-Ecke mal ein Bierchen zu trinken oder eben halt ein Whisky, das gehört denn dazu. Aber das soll jeder selber wissen, wie er das macht. Da bin ich ganz offen. Man sollte nicht so viel verbieten. Jeder Mensch sollte selber entscheiden, was er zu sich nimmt, ob das gut ist für ihn. Verbote gibt es genug, viel zu viele. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.